Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich Appetit auf Käsegebäck. Er soll schnell gehen und er soll auch lecker sein. Und ja, heute backen wir dann zusammen diese leckere Placente, nenne ich sie, mit Käse. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Frischkäse, Frühlingszwiebel, Blätterteig, Eier und Salz. Die Mengenangaben schreibe ich für euch unter dem Video in der Beschreibung. Und ja, legen wir sofort los. Die Füllung wird jetzt gemacht und dafür muss ich erstmal die Frühlingszwiebel klein schneiden. So, von den Frühlingszwiebeln brauche ich das Grüne. Die restlichen Stücke nehme ich für Salat nachher. So tue ich beiseite. Also es wird nichts weggeworfen hier. Alles wird verwertet in meine Küche. So, und dann schneiden wir in feine Scheiben. Normalerweise in Moldawien, wenn diese Placente gemacht werden, nimmt man auch Dill dazu. Da meine Lieben kein Dill mögen, mache ich mal nur mit Frühlingszwiebeln. Aber ihr könnt auch mit Dill versuchen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, das alles kommt dann in eine Schüssel, wo der Käse ist, rein. Ja. Ich habe jetzt in einer Schüssel dann den Frischkäse. Den Frischkäse habe ich in einem osteuropäischen Laden gekauft. Das ist diese trockene Konsistenz, schmeckt wunderbar, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich hier die Stücke Frühlingszwiebel. Was ich noch brauche, sind Eier. Ich nehme ein ganzes Ei. Und da ich dann nachher zum Bepinseln brauche ich Eigelbe, werde ich jetzt die weiteren 2 Eier trennen. So, das Eiweiß gebe ich in eine Füllung rein, weil ich brauche das Eigelb dann. Ein bisschen kaputt gemacht, aber ist nicht schlimm. Als nächstes gebe ich noch Salz rein. Ein bisschen mehr, etwa ein Teelöffel, weil der Käse ist gar nicht gesalzen. Alle Zutaten miteinander gut vermengen. So, die Füllung ist fertig, schmeckt wunderbar. Ich habe schon probiert, wie auch anders. Und nun werden wir dann mit dem Teig weitermachen. Es wird geformt. Bevor ich hier weitermache, werde ich erstmal meinen Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Nun wird der Teig ausgerollt. Nun werden wir längs halbieren. Dafür nehme ich das Messer. Nehme ich schon mal das erste Stück hier vor mir. Jetzt kommt die Füllung auf dem Teig und verteile ich gut, aber so, dass die Seite, wo geklebt wird, nicht mit Käse befüllt wird, sonst hält das nicht. Also konzentrieren wir uns auf diese Seite mehr. Nun wird gerollt, also alles zusammen. Und am Ende immer zumachen, dass kein Käse rauskommt. Und so machen wir weiter, bis wir am Ende angekommen sind.
Seht zu, dass das so richtig zugeklebt ist. So, und was jetzt noch machen, dann drehen wir beide Seiten. Einmal nach rechts, einmal nach links, dass schöne Falten so entstehen. Und dann formen wir das wie eine Schnecke. Das Ende kommt jetzt hier drunter. Ja, und so sieht das aus. Das sieht aus wie eine Schnecke. Die Placente kommt jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegten Blech. Aus der Menge, die ich vorbereitet habe, habe ich jetzt 4 Placente hinbekommen. Und nun wird das mit Eigelb bepinselt. Das Gebäck ist jetzt mit Eigelb fertig bepinselt. Dann der Backofen ist auch vorgeheizt. Nun kommen die in den Backofen für etwa 20 bis 30 Minuten rein. Auf mittlerer Schiene habe ich die Placente reingemacht. Jetzt haben wir Pause. Jetzt habe ich die Placente etwa 30 Minuten drin gelassen. Nun werden die rausgenommen und es duftet in meine Küche. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Juhu! Wow! Sieht das gut aus. Et voilà! Die Placente, unsere Käseschnecken, sind jetzt fertig zum Servieren. Ihr habt gesehen, sehr einfach zuzubereiten. Wichtig dabei ist, diese körnige Frischkäse zu benutzen, den ihr in dem osteuropäischen Laden findet. Ja, ein bisschen Frühlingszwiebel, Blätterteig und das war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir heute gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert. Diejenigen, die noch nicht gemacht haben, da auf den roten Button drücken und abonniert. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!